Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Life Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und dieser Kanal bezieht sich immer auf Musik, Deep Dives in die Lyrics und alles, was so noch mit reinspielt in den Song. Heute haben wir NF again und zwar Home. Das heißt, wir haben heute kein Video, sondern wir haben ein Audio. Und ich habe 4 und Washed Up schon gemacht. Schaut gerne im Kanal. Und ja, da ist echt viel passiert. So viel, ich habe mir seitdem die Songs, glaube ich, mehrfach angehört und auch angeguckt. Ich habe mir andere Reaction-Videos angeguckt. Es kommt die Theorie auf, dass 4 von Anger getötet wurde, also die Wut hat übernommen. Und dass das quasi ein Callback to Intro 3 ist, wo NF ja gesagt hat, wir brauchen Anger leider noch für den Song, den wir über Johnny machen. So. Und jetzt, wo die Hoffnung verloren ist, die Hoffnung tot ist und Angst wieder übernommen hat, ist vielleicht der Part dran, wo ein neues Kapitel geöffnet werden muss. Ich meine, er hat ja in Washed Up in 4, hat er gefragt, Gott, ist es das, was du willst? So, mich an einen Punkt zu führen, wo endlich Hoffnung da ist, wo ich endlich alles in meinem Leben so weit stabil habe. Und plötzlich bricht wieder alles zusammen. Und wie ich in den Kommentaren lesen durfte, nimmt er da auch Bezug darauf, dass seine Großmutter verstorben ist, die ihm eine große Stütze und ein großer Halt gewesen ist. So. Und dass dann in diesem Trauerprozess natürlich sich vieles wieder den Weg nach oben bahnt, das ist durchaus möglich. Der Punkt, wo wir, wie er auch gesagt hat am Anfang von 4, heute bin ich verzweifelt. So, und jetzt habe ich doch die Angst wieder reingelassen. Ja, aber mit der Angst ist es nicht nur die Angst gekommen, sondern anscheinend ist auch Anger mit dazu gekommen. Weil so ein Verlust natürlich einem immens den Boden unter den Beinen wegzieht und er hat so viel dafür gearbeitet, an diesen Punkt zu kommen, wo er in Hope gewesen ist, im Album Hope. Und jetzt, zack. So, und da kann das durchaus mal passieren, dass dann eben nicht nur die alte Angst wieder reinkommt von, oh Gott, wer stützt mich jetzt, wer ist jetzt für mich da? Natürlich hat er immer noch seine Frau und seine Kinder, aber seine Großmutter hat nochmal eine ganz andere Rolle gespielt in seinem Leben. So. Und eben auch es ist das, was du wolltest, Gott. Und diese Wut, die dann auch aufkommen kann. Diese Verzweiflung, dass ihm das genommen wurde. Dass er jetzt wieder in diese Angst reinrutscht. Dass all diese alten Sachen plötzlich wieder überhand nehmen und er das Gefühl hat, er kann sich dagegen nicht wehren. Es dringt einfach in ihn ein, so wie dieser schwarze Nebel in 4. Genau. Ich weiß noch nicht viel über den Song, aber das, was ich weiß, ist, dass es wohl um seine Großmutter gehen soll in dem Song. Ich habe versucht, so wenig wie möglich mitzukriegen, damit es auch wirklich eine Blind Reaction ist. Von daher, lasst uns jetzt starten. Ich bin gespannt. Gott, ich liebe diese Gitarre. Crying alone on the ride home, driving, just got the text you died. This doesn't feel real to me. Try
trying keep my mind off it, but I can't think about anything else. It's killing me slowly. What's life without you? I don't wanna know. Okay. Wir machen hier mal kurz Stopp. Und ich merke, ich habe so ein paar Lyrics nicht verstanden. Da werde ich jetzt mal kurz reingucken. Ich habe da mal was vorbereitet. Okay. Goodbye. I'm not ready to say so. I'll just act like you're here, call your phone. Oh, leave a voicemail and then text you to call me back later. It's fine. No need to rush, it's alright. I'll stop by tomorrow to say hi. We could play cards until midnight. This ain't the end, you're not gone. You just found a new place to call. Gott, ich liebe seine Stimme, seine Gesangsstimme. Das ist einfach, ich habe das schon in 4 gedacht. So. Das geht einem echt unter die Haut. Gedanken sortieren. Ich glaube, es gibt hier gar nicht so viel Deep Dive zu machen, erstmal. So, diese Erinnerungen, die hochkommen, ne, und das, was man gerne weiterhin machen würde, die Automatismen, die noch da sind. Wenn man jemanden verliert. Und das fühlt sich alles so unwirklich an. Nicht echt. So, das kann nicht sein. Ja. Lasst uns weiter gucken. Hören. Comes and goes, hits and waves. One day I'll be okay, then the next I'm a mess. Walking down memory lane, reminiscing. Feels like it was just yesterday we were kids, running round in your yard, out on M61. All the memories we made in that house growing up. God, I miss it, would give anything just to be there again. What's life without you? I don't wanna know. Yeah. Goodbye. I'm not ready to say so. I'll just act like you're here, call your phone. Oh, leave a voicemail and then text you to call me back later. It's fine. No need to rush, it's alright. I'll stop by tomorrow to say hi. We could play cards until midnight. This ain't the end, you're not gone. You just found a new place to go. Ja. Mir fehlen die Worte.
Mir fehlen die Worte. Lasst mich mal kurz ein bisschen sammeln. Ja, ich finde es ganz schön, du hast einen neuen Ort gefunden, den du Heimat nennen kannst. So. Wir wissen ja alle, dass Nate ein Christ ist und dadurch natürlich auch an Himmel glaubt. Und gleichzeitig ist er gerade in einer Glaubenskrise. Wo genau dieser Tod seiner Großmutter diese Krise ausgelöst hat, wo er nicht mehr er selbst ist, wo er anfängt, wieder in alte Muster reinzufallen, wo er sich schwach fühlt, wo er sich leer fühlt, sich tot fühlt. So. Ich glaube auch immer noch, dass selbst wenn der Teil, der 4 getötet hat, Anger ist, dass es schon auch Absicht ist, dass Anger so gekleidet ist, dass er auch aussieht wie tot. Zum einen in der Metapher, dass Nate der Meinung ist, ne, er fühlt sich selber tot. Innerlich. Ist mit der Oma quasi gestorben. Und der Tod hat seine Oma genommen. Und gleichzeitig, wenn Wut so richtig hochkommt, so in der geballten Ladung, dann ist da auch der Wunsch zu töten drin oft. So. Und ich meine, er hat ja 4 getötet. Und er hat die Menschen abgebrannt. So. Und genau, ich habe mich im letzten Video gewundert, warum die Schlüssel noch da sind. Und ich dürfte quasi lernen, dass die Schlüssel ja nicht nur für die Räume an sich sind, sondern an sich im übertragenen Sinn für die Emotionen, für die Einzelnen stehen. Ne? Also ursprünglich für die Räume, in denen die Emotionen drin sind oder die Geschichten. Aber dass selbst, wenn jetzt die Menschen abgebrannt ist, die Emotionen ja weiterhin leben. Ne? Also auf irgendeine Weise existieren sie ja immer noch. Sie sind wahrscheinlich nur unterdrückt von jetzt Anger. Ja. Kurzer Gedankenausflug. Aber ja, das ist eine handfeste Krise. Lasst uns zu Ende hören. Just found a new place to go. I'll just act like you're here, call your phone. Oh. Leave a voicemail and then text you to call me back later. It's fine. No need to rush, it's alright. Gott, am Ende, wie seine Stimme gebrochen ist. Ja. Trauer ist ein Prozess. So, das wissen wir alle. Und es fühlt sich irgendwie komisch an, das jetzt zu überanalysieren. So. Aber innerhalb dieses Trauerprozesses gibt es so viele verschiedene Emotionen, so viele verschiedene Ebenen, Prozesse, durch die man durchgeht, und ja, ein paar davon hat er einfach beschrieben, ne? Dieses ich bin noch nicht bereit, fühlt sich irgendwie unecht an, so. Und gleichzeitig auch Akzeptanz. Anscheinend bist du jetzt an einem Punkt oder an einem Ort, den du Home nennen kannst, ein neues Zuhause. Diese unglaubliche Traurigkeit
die Angst, die damit einherkommt, ich bin noch nicht bereit. Ich kann mir gar kein Leben ohne dich vorstellen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, wie das funktionieren soll. So. Weil da ein Mensch ist, mit dem man so viel verbindet, so viel verknüpft. Und Nate verbindet ganz viel Stabilität, ganz viel Halt, ganz viele wundervolle Erinnerungen, ganz viel Liebe mit diesem Menschen. Und das aus einer Zeit, wo er von nicht so vielen Menschen Liebe erfahren hat. So. Das Gute ist, dass er Unterstützung hat von seiner Frau, von seinen Kindern, so, die ihn lieben und die ihm zumindest zeigen können, dass die Liebe in seinem Leben nicht komplett wegbricht. Dass er auch immer noch dort bei seiner Familie weiterhin Halt und Stabilität finden kann. Es sind halt immer bestimmte Werte, die wir mit Menschen verknüpfen, die wir mit diesen Menschen leben können oder die wir durch diese Menschen in unserem Leben haben. Ne? Stabilität, Liebe. Es kann aber auch alles andere sein. Wenn ich mit der Person zusammen bin, dann fühle ich mich immer besonders selbstbewusst, dann fühle ich mich mutig oder dann kann ich endlich Freude leben oder Abenteuer oder was auch immer. So. Oder da bin ich besonders gelassen. Die gibt mir so viel Erdung. Und wir haben das Gefühl, wenn das wegbricht, wenn diese Person wegbricht, dass wir das nie wieder erleben können, so in dieser Form. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch, ne? Weil diese Person einzigartig und individuell ist. Aber das heißt nicht, dass ich nie wieder Liebe erfahren werde oder Stabilität oder alles andere. Aber das kommt erst später im Trauerprozess und der Anfang ist immer hart. Besonders, wenn es um Menschen geht, die man eben liebt. Ja. Ich lasse es erstmal so stehen. Wunderschönes Lied. Ich liebe Nates Stimme. Dieses wundervoll ruhige mit der Akustikgitarre. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ich habe auf meinem Kanal, wie gesagt, 4 und Washed Up von NF. Und auch ein paar Songs von Ren. Wenn euch das auch interessiert, schaut auch gerne dort rein. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf.